Carlos' erste Woche in Deutschland. Carlos ist 25 Jahre alt und kommt aus Brasilien. Er hat ein Stipendium für ein Semester an einer deutschen Universität bekommen. Am ersten Tag landet er am Flughafen Frankfurt. Er ist aufgeregt und ein bisschen nervös. Am Flughafen sieht er viele Schilder auf Deutsch. Er hat Deutsch gelernt, aber ist sich nicht sicher, ob er alles versteht. Dann sieht er ein Schild: Bahn zum Hauptbahnhof. Er folgt den Pfeilen und kauft ein Ticket am Automaten. Die S-Bahn ist ziemlich voll. Carlos hat Gepäck und findet einen kleinen Platz in der Nähe der Tür. Er beobachtet die Menschen. Manche lesen, manche hören Musik, andere reden. Er hört viele fremde Laute und spürt, dass er jetzt wirklich in Deutschland ist. Carlos hat im Internet ein Zimmer in einer WG gefunden. Er hat aber nur die Adresse. Als er am Hauptbahnhof ankommt, nimmt er die U-Bahn zur WG. Dort öffnet ihm Tom, der Mitbewohner. Tom lächelt. »Willkommen! Dein Zimmer ist klein, aber gemütlich.« Carlos packt seine Koffer aus. Das Zimmer hat ein Bett, einen kleinen Schrank und einen Schreibtisch. Er hängt ein Poster von Rio de Janeiro an die Wand, um sich ein bisschen wie zu Hause zu fühlen. Dann geht er einkaufen für Bettwäsche und Lebensmittel. Nach dem langen Reisetag ist Carlos sehr müde. Trotzdem schläft er schlecht, weil alles neu ist. Die Geräusche der Stadt, die fremde Wohnung, die anderen Mitbewohner. Er denkt an seine Familie in Brasilien und hat ein bisschen Heimweh. Am nächsten Tag geht Carlos zur Universität, um sich offiziell anzumelden. Er hat ein paar Dokumente mitgebracht. An der Infostelle muss er etwas warten. Dann bekommt er seinen Studentenausweis. Die Dame sagt: »Willkommen bei uns. Viel Erfolg!« Die Uni bietet einen Sprachkurs für Austauschstudenten an. Carlos geht in einen Raum, wo etwa 15 andere Studierende sitzen, aus verschiedenen Ländern. Die Lehrerin spricht langsam und deutlich auf Deutsch: »Guten Tag!« Carlos lernt im Kurs Anna aus Polen und Marco aus Italien kennen. Gemeinsam gehen sie nach dem Unterricht in die Mensa. Carlos probiert zum ersten Mal eine deutsche Suppe und einen Kaiserschmarren, süße Pfannkuchenstücke. Er findet es lecker. Am Nachmittag macht Carlos einen kleinen Stadtrundgang. Er sieht alte Kirchen, ein Schloss und moderne Hochhäuser. In einem Park setzen sie sich auf eine Bank und reden. Anna möchte unbedingt nach Berlin. Marco schwärmt von bayerischem Bier. Carlos ist beeindruckt von der Vielfalt. Abends trifft er Tom und Lara, seine Mitbewohner. Sie kochen zusammen Nudeln. Tom fragt neugierig über Brasilien, das Essen, den Karneval. Lara erzählt, dass sie bald ein Praktikum in Spanien macht. Carlos freut sich, so viele internationale Kontakte zu knüpfen. Carlos entdeckt im Supermarkt getrennte Mülltonnen für Plastik, Papier und Bioabfall. Er weiß nicht genau, was wohin kommt. Im WG-Küchenschrank stehen 3 Müllsäcke. Lara erklärt die Mülltrennung. Das ist neu für ihn, aber er findet es umweltfreundlich. Nach ein paar Tagen ruft Carlos seine Mutter an. Er erzählt von der Uni, der WG und dem Deutschkurs. Die Mutter ist froh zu hören, dass es ihm gut geht. Trotzdem vermisst er Brasilien ein bisschen. Er verspricht oft, Fotos zu schicken. Am Montag beginnt sein regulärer Vorlesungsplan. Er studiert Wirtschaft und hat Vorlesungen auf Deutsch und Englisch. Er versteht vieles, aber nicht alles. Er schreibt sich viele Wörter auf, um sie später nachzuschlagen. In einer Vorlesung sagt der Professor einen Fachbegriff, den Carlos falsch versteht. Er traut sich nicht sofort zu fragen. Später klärt ihn ein deutscher Kommilitone auf. Carlos merkt, dass er keine Angst haben sollte, nachzufragen. So lernt man am besten. In der Mittagspause geht er mit Anna und Marco in die Mensa. Es gibt ein paar Gerichte zur Auswahl. Carlos wählt eine Bratwurst mit Pommes. Er lächelt. Das ist wohl typisch deutsch. Anna meint,
Morgen probieren wir das vegetarische Gericht. Nachmittags hat Carlos frei und bummelt durch die Stadt. Er kauft ein Busticket für das Wochenende, um einen Ausflug in die Nachbarstadt zu machen. Abends schauen sie in der WG einen Film auf Deutsch mit Untertiteln. Carlos versteht schon mehr, als er dachte. Carlos merkt, dass sein Deutsch jeden Tag ein bisschen besser wird. Er kann jetzt im Supermarkt fragen: Entschuldigung, wo finde ich die Milch? Oder am Kiosk eine Zeitung kaufen. Es freut ihn, wenn die Leute ihn verstehen. Am Samstag fährt Carlos in die Nachbarstadt und besucht ein Museum für moderne Kunst. Er findet die Bilder interessant, aber manche sind sehr abstrakt. Danach genießt er einen Kaffee in einem kleinen Café und beobachtet die Menschen. Nach einer Woche in Deutschland fühlt sich Carlos schon ein bisschen zu Hause. Er hat neue Freunde, einen Studienplatz und lernt viel über die Kultur. Er ist stolz, den Schritt gewagt zu haben. Ich bin gespannt auf die nächsten Monate, denkt er. Damit endet seine erste, ereignisreiche Woche in Deutschland. Oles Abenteuer mit dem alten Segelboot. Ole ist 20 Jahre alt und kommt aus einer Küstenregion im Norden. Eines Tages erbt er von seinem Großvater ein altes Segelboot. Das Boot heißt Seestern und hat schon viele Jahre auf dem Meer verbracht. Ole ist überrascht und freut sich sehr. Ole fährt zum Hafen, wo das Boot liegt. Es ist nicht sehr groß, vielleicht 6 Meter lang. Der Mast ist ein bisschen schief und die Segel sind alt. Aber Ole spürt sofort: Dieses Boot hat Charme und Geschichte. Er will es reparieren. Er ruft seinen Freund Erik an, der sich mit Schiffen auskennt. Gemeinsam schauen sie sich den Rumpf an. Hier ist ein kleines Loch, sagt Erik. Wir müssen es flicken. Ole kauft Holzbretter und Farbe. Die Arbeit beginnt. Sie schleifen den Rumpf, entfernen alte Farbe und setzen neues Holz ein. Ole lernt schnell, wie man Lack aufträgt. Es ist anstrengend, aber er sieht jeden Tag Fortschritte. Erik meint, in ein paar Wochen ist das Boot wieder seetauglich. Das Segeltuch ist rissig. Ole fragt in einem Segelladen, ob sie Ersatz haben. Das ist teuer. Er überlegt, ob er ein gebrauchtes Segel kaufen kann. Schließlich findet er im Internet ein passendes Angebot. Er fährt dorthin und verhandelt den Preis. Das Boot hat auch einen kleinen Außenbordmotor. Der ist allerdings kaputt. Erik schaut sich den Motor an und sagt: Wir brauchen neue Teile. Zusammen suchen sie in einer Werkstatt. Der Mechaniker hilft ihnen, den Motor zu reparieren. Der Hafenmeister sieht, dass Ole viel Arbeit investiert. Er ist beeindruckt und lässt Ole für eine Weile kostenlos im Hafen liegen. Hier hat dein Großvater auch immer angelegt, erzählt er. Ole ist dankbar für diese Freundlichkeit. Ole findet im Boot eine alte Holzkiste mit Fotos. Darauf sieht er seinen Großvater in jungen Jahren, lachend auf dem Boot. Er fühlt Stolz und Wehmut zugleich. Ich möchte in seine Fußstapfen treten, denkt er. Nach ein paar Wochen sind die wichtigsten Reparaturen beendet. Das neue Segel ist montiert, der Rumpf glänzt weiß und der Motor springt wieder an. Ole und Erik testet ihn, indem sie kurz den Motor starten. »Läuft!« ruft Erik fröhlich. An einem sonnigen Samstag wollen sie das Boot erstmals wieder ins Meer fahren. Ein bisschen Aufregung ist da. Sie legen die Taue frei, Ole dreht den Schlüssel. Langsam tuckert der Motor und sie lösen die Leinen. Das Boot gleitet aufs Wasser. Auf offener See schalten sie den Motor aus und setzen das Segel. Der Wind weht mäßig, das Boot neigt sich leicht zur Seite. Ole hält das Steuerrad und spürt das Salz in der Luft. »Das ist ein Gefühl von Freiheit«, sagt er lächelnd. Plötzlich reißt eine Leine und das Segel flattert. Erik greift schnell zu einem Seil, um alles zu sichern.
Sie müssen ruhig bleiben und zusammenarbeiten. Nach ein paar Minuten ist das Segel wieder in Ordnung. Ole merkt, dass beim Segeln Disziplin und Geschick gefragt sind. Sie lassen das Boot langsam treiben und machen eine kleine Pause. Sie haben Snacks und Wasser dabei. Ole schaut auf den Horizont, sieht einige Möwen und fühlt sich so entspannt wie lange nicht mehr. Er denkt an seinen Opa. Danke für diese Chance. Am Nachmittag kehren sie zurück. Ole manövriert das Boot in eine freie Box im Hafen. Es klappt alles reibungslos. Der Hafenmeister klopft ihnen anerkennend auf die Schulter. Ole ist stolz. Sein erstes Mal als Steuermann war erfolgreich. Abends sitzt Ole mit Erik am Steg. Sie schauen den Sonnenuntergang an. Ole sagt, vielleicht mache ich eine kleine Tour entlang der Küste. Das war immer der Traum meines Großvaters. Erik nickt. Gerne, ich komme mit. Wir brauchen nur genug Zeit und Proviant. Ole erzählt seiner Familie von der Idee, ein paar Tage auf See zu verbringen. Seine Mutter ist erst besorgt, aber er versichert ihr, dass er auf Sicherheit achtet. Sie vertraut ihm schließlich und ist sogar ein bisschen stolz, dass Ole das Erbe des Großvaters weiterführt. Bevor sie auf große Fahrt gehen, planen Ole und Erik die Route. Wie weit wollen sie segeln? Wo gibt es Häfen zum Anlegen? Sie kaufen Essen, Wasser und wichtige Seemannsknotenführer. Außerdem checken sie das Wetter und bereiten Regenkleidung vor. Am Vorabend des Aufbruchs gibt es ein kleines Fest mit Freunden am Hafen. Sie grillen, hören Musik und stoßen auf das Abenteuer an. Alle finden Oles Geschichte schön, vom alten Segelboot zur großen Reise. Es ist eine fröhliche Runde. Früh am nächsten Morgen legen sie ab. Die Sonne geht gerade auf und malt den Himmel rosa. Mit ruhigem Wind verlassen sie den Hafen. Oles Herz schlägt schneller, aber er fühlt sich bereit. »Los geht's«, ruft Erik. Ole blickt zurück auf den Hafen, der immer kleiner wird. Er erinnert sich an die vielen Arbeitsstunden, die Hilfsbereitschaft im Hafen und die Gedanken an seinen Großvater. Jetzt ist es soweit. Ein neues Kapitel beginnt. Das Boot Seestern fährt in eine ungewisse, aber spannende Zukunft. Ole ist sicher, es wird ein großes Abenteuer,